Hallo ihr Lieben, habt ihr Lust auf ein richtig herzhaftes Wohlfühlessen? Heute gibt es einen cremigen Kartoffelschinkenauflauf. Super einfach gemacht, schön würzig und perfekt, um sich an kühlen Tagen aufzuwärmen. Ein Gericht, das jeder garantiert liebt und das so richtig nach Gemütlichkeit schmeckt. Also, lasst uns direkt loslegen. Das Zubereiten geht ganz einfach und schnell und als erstes werde ich die Kartoffeln vorbereiten, also die Kartoffeln schälen und in dünne Streifen schneiden. Und jetzt kommen die Kartoffeln in eine große Schüssel, nicht auf dem Tisch. Und hier, wenn du die Kartoffeln ganz dünn schneidest, dann wird das Gericht etwas schneller fertig. So, und traditionell kommt dazu noch Zwiebel. Ich mag aber etwas mehr Farbe. Daher habe ich noch 2 Karotten genommen und eine rote Paprika. Also du könntest jetzt nur noch den Zwiebel dazugeben und das war's. Oder du kannst auch etwas Farbe wie ich dazugeben. Also die Karotten werde ich jetzt schälen und reiben und die Paprika in ganz kleine Würfel schneiden. Die geraspelten Karotten und auch die Paprikawürfel gibst du auch in die Schüssel und auch den Zwiebel kleinwürfeln. Und den Zwiebel gebe ich auch noch direkt in die Schüssel. Und dann bleibt uns nur noch der Namensgeber dieses Gerichtes, also der Schinken, weil das Gericht Kinkku-Kiosaus heißt und Kinkku ist übersetzt Schinken. Und ich verwende heute Wacholder-Schinken. Es hat eine richtig schöne Raucharoma und den Schinken werde ich genauso in solche dünne Streifen wie auch die Kartoffeln schneiden. Für das Kinkku-Kiosaus verwende ich gerne so eine geräucherte Schinken, weil es etwas mehr Geschmack hat als normale Kochschinken. Und das mag ich gerne in dem Gericht. Aber du kannst natürlich auch normalen Kochschinken nehmen. So, dann gibst du auch den Schinken in die Schüssel. Also hier wirklich eine große Schüssel nehmen. Also wie du siehst, wird bei mir schon Platzmangel. Zu dem Gericht wollte ich dir noch eine lustige Geschichte erzählen. Also ich fand die Name immer lustig, weil Kinkku-Kiosaus, also Kiosaus heißt Mobbing und Kinkku heißt Schinken. Also ich habe immer gedacht, dass der Gericht heißt übersetzt, also direkt übersetzt, Schinken-Mobbing und ich fand es lustig. Aber ich habe es recherchiert, um es herauszufinden, ob das wirklich so ist oder ob die Name eine andere Bedeutung hat. Und tatsächlich, der Wort Kiosaus in diesem Fall kommt aus schwedischem Ursprung, vom schwedischen Wort Frestelse. Also ich hoffe, dass ich das ungefähr richtig ausspreche. Und das heißt Versuchung. Also nicht Schinkenmobbing, sondern Schinkenversuchung und natürlich macht das mehr Sinn. Und genauso ist das Gericht. Jetzt müssen wir noch die Flüssigkeit vorbereiten. Dafür habe ich hier Milch und Sahne. Und das werde ich jetzt zusammenmischen. Also Sahne zur Milch geben. Und dann mit Salz und Pfeffer würzen. Dann würze ich auch gerne mit Muskat, nicht zu viel, nach Geschmack und etwa 1 bis 2 Teelöffel Oregano. Und da ich jetzt frischen Thymian habe, nehme ich auch gerne etwas frischen Thymian dafür. Aber wenn du keinen frischen Thymian hast, dann kannst du auch getrocknete Thymian dazugeben. Also nur die Blätter von Thymian und dann kurz vermischen und in die Schüssel mit dem Gemüse und Schinken dazu gießen. Und kurz vermischen, ich mag das einfach mit den Händen vermischen, weil das am einfachsten geht. Zum Schluss in die Auflaufform geben. Jetzt ist der Kinkku-Kiosaus schon bereit für den Backofen. Es duftet schon jetzt richtig lecker nach den Gewürzen und geräuchertes Schinken und sieht
Schon so richtig lecker aus, oder? Und den Kinko-Gyros bei 200 Grad Ober-Unterhitze etwa 60 Minuten fertig garen lassen. Also dabei einfach mal testen, ob die Kartoffeln schon weich werden. Wenn die Kartoffeln weich sind, dann ist der Gericht fertig. Und wenn du merkst, dass beim Backen die Oberfläche etwas dunkel wird, kannst du sie mit Alufolie oder Backpapier bedecken. So wird die dann nicht weiter garen oder wird nicht so dunkel. Und fertig ist mein Kartoffelschinkenauflauf. Cremig, herzhaft und perfekt für den Herbst. Nach dem Garen lässt du den Auflauf am besten etwa 15 Minuten ruhen. Dann wird die Soße auch etwas fester und es kühlt auch leicht. Und danach kannst du ihn schon servieren. Richtig lecker und würzig. Es schmeckt nach Heimat für mich. Wenn du magst, dass der Creme so richtig cremig wird und nicht so flüssig wie bei mir, dann kannst du auch einfach Sahne verwenden. Ich wollte, dass der Gericht etwas leichter ist. Dafür habe ich nicht die ganze Flüssigkeit einfach Sahne genommen, sondern Milch. Aber wenn du magst, dann kannst du auch nur Sahne nehmen. Ich hoffe, dir hat mein Kinko-Gyros-Rezept gefallen und dass ich dich auch inspiriert habe, um es selber zu probieren. Für mich ist das wirklich ein Wohlfühlgericht, der perfekt zum Herbst passt. Und wenn dir das Rezept gefallen hat, vergiss nicht, den Daumen nach oben zu geben. Und wenn du neu auf meinem Kanal bist, kannst du jetzt abonnieren, um keine neuen Rezepte zu verpassen. Danke, dass du dabei warst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.